Anna Konrad und Paul Schöner geben ihre Verlobung bekannt. Ihr heiratet. Naja, also erstmal haben wir uns nur verlobt. Oliver, ich zieh die Scheidung durch. Das wirst du nicht tun. Das werde ich nicht zulassen. Den hätten Sie mir aber nicht persönlich bringen müssen. Ja, bei solchen Briefen ist das aber üblich, dass man die persönlich überbringt. Solche Briefe. Danke. Bitte schön. Paul, was war denn das für ein Brief? Ich schätze, wir kriegen Probleme, Anna. Der Brief ist von der Bezirksregierung. Es geht um meinen Vertrag als Lehrer. Ich bin ja erstmal nur befristet eingestellt worden. Na toll, du wirst gefeuert. Im Gegenteil. Die haben mir eine Festanstellung angeboten. Was? Ja, das ist doch prima. Naja, je nachdem, wie man es nimmt. Na hör mal, ich meine, das ist eine feste Stelle. Da hast du praktisch ausgesorgt, das wolltest du doch immer. Ich wollte vor allen Dingen hier bleiben, in Köln. Wieso, wo sollst du denn hin? Nach Münster. Münster? Ja. Da ist gerade was frei. Ja, aber die können dich doch nicht einfach so versetzen. Von Versetzen ist ja auch gar nicht die Rede. Die haben mir die Stelle von sich aus angeboten. Ich muss mich nur noch entscheiden, ob ich sie antreten will. Und zwar ziemlich bald. Hier, sieh dir das mal an. Hey, ist ja klasse. Da hat sich die Gala wirklich gelohnt. Ja, das kann man wohl sagen. Und dann die Presse. Es gab 17 Artikel. Und wir waren im Regionalfernsehen. Hier ist die genaue Auswertung. Der WDR hat besonders ausführlich berichtet. Das ist ja toll. Dann lass uns doch gleich eine neue Aktion überlegen. Was hältst du zum Beispiel von einem Sportfest? Oder wir könnten eine Fotoausstellung organisieren zum Thema Kinder in Afrika. Oder lass uns doch einfach... Moment mal, eins nach dem anderen. Lass uns doch erstmal diese Sache zu Ende bringen. Außerdem müssen wir uns um die Stiftung kümmern. Das haben wir doch. Ich bin der Vorsitzende und ich würde noch gern... Ich weiß, du würdest gern noch mehr Menschen helfen, ja. Aber vorher müssen wir ein paar juristische Dinge klären. Kannst du das nicht übernehmen? Hey, es geht um deinen Erbteil. Den musst du schon selbst verwalten. Mit Hilfe eines Anwalts natürlich. Na gut. Dann lass uns das hinter uns bringen, damit wir uns endlich um die wichtigen Dinge kümmern können. Welchen Anwalt soll ich nehmen? Ich will mich da gar nicht reinhängen. Du weißt ja, sonst heißt es hinterher wieder, ich habe dich beeinflusst. Ich kenne doch niemanden hier. Woher soll ich dann einen Anwalt nehmen? Naja, um dir die Sache ein bisschen zu erleichtern, könnte ich dir schon helfen. Ich kenne einen gewissen Hansen. Gut, nehmen wir den. Sieh ihn dir doch erstmal an. Hey, du musst mit ihm auskommen. Ich kann versuchen, einen Termin für heute Nachmittag zu vereinbaren. Ja, tu das. Und jetzt lass uns über das Sportfest reden. Hm? Wenigstens ganz kurz. Na gut. Okay, ich hole meine Notizen und bin gleich wieder da. Herr Hansen? Hallo, hier ist Tanja von Anstetten. Ich wollte gern den Termin bestätigen. Ja, 15 Uhr bei mir. Genau wie besprochen. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Ich habe jede Sekunde nur an dich gedacht. Ich kann nicht ohne dich leben, Susanne. Du wirst es müssen. Mein Entschluss steht fest. Nein, das kannst du nicht tun. Du liebst mich immer noch, das spüre ich. Oliver, bitte mach es mir nicht so schwer. Was verlangst du denn? Ich liebe dich, Susanne. Ich kann dich nicht wegschicken. Wir gehören doch zusammen. Komm, vergiss es. Es hat keinen Sinn. Als wir geheiratet haben, da hast du mir geschworen, dass du immer zu mir halten wirst. Hast du das schon vergessen? Nein, aber ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Woher willst du das denn wissen? Du hast es noch überhaupt nicht ausprobiert. Oliver, es ist vorbei. Gib mir eine Chance. Bitte. Kapier doch endlich, es ist Schluss. Susanne!
Hallo, Rajan. Hallo Barbara. Hi Kathi. Hi. Dann gehe ich schon mal rein. Ja, okay, ich komme dann auch gleich. Und? Wie war's in der Schule? Naja, wie soll's schon gewesen sein? Tja, willst du vielleicht mit uns Kaffee trinken? Wir haben Kuchen besorgt. Nee, danke. Ich habe schon mit Tanja Kaffee getrunken. Ach so, verstehe. Na dann, was ich noch fragen wollte. Was sollte eigentlich diese Aktion mit Gero? Wieso? Wieso? Gero hat sich die ganze Zeit auf seinen Auftritt bei eurer Gala vorbereitet und dann teilt ihm Tanja 5 Minuten vorher eiskalt mit, dass sie einen anderen Moderator hat. Also, erstmal habe ich mit der Sache nichts zu tun. Und zweitens hat mir Tanja die Geschichte ganz anders erzählt. Gero hat doch von sich aus abgesagt. Das stimmt doch gar nicht. Willst du sagen, dass Tanja lügt? Ja, natürlich lügt sie. Wäre doch nicht das erste Mal. Tut mir leid, Kathi, auf diesem Niveau unterhalte ich mich nicht mit dir. So, und auf welchem Niveau unterhältst du dich mit Tanja? Ja, wie es aussieht, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst mit nach Münster, wechselst also die Schule, oder ihr seht euch am Wochenende. Ist beides nicht so doll, oder? Nein, ist es nicht. Aber manchmal geht's eben nicht anders. Und was die Pendelei angeht, wäre ja wohl nicht für ewig. Trotzdem. Ich fände es einfach furchtbar, wenn ich Paul nur noch am Wochenende sehen könnte. Wo sind die Alternativen? Mann, ich habe keine Lust auf so eine scheiß Wochenendbeziehung. Das kann ich gut verstehen. Hätte ich an deiner Stelle auch nicht. Soll Paul sich eine solche Chance entgehen lassen? Nein, natürlich nicht. Aber es ist wirklich blöd. Soll er dir doch Privatunterricht geben? Ich meine, wozu ist er Lehrer? Tolle Idee. Ja, und wenn er in die Mitte zieht? Nach Duisburg oder so? Und die Fahrerei? Das ist doch auf Dauer nicht machbar. Und mehr sieht man sich dann auch nicht, weil man ständig nur noch im Zug oder im Auto hockt. Also ich würde erst mal abwarten, wie Paul sich entscheidet. Und sollte es denn dann doch auf eine Wochenendbeziehung hinauslaufen, so was hält die Liebe frisch. Rajan, das ist Herr Hansen. Herr Hansen, das ist mein Stiefsohn Rajan Rai. Guten Tag. Tag. Setzen wir uns doch. Also, Herr Rai, Sie wollen eine Stiftung gründen. Ja. Gut, dann lassen Sie mich einführend Folgendes bemerken. Der Begriff Stiftung ist durch das Gesetz gar nicht definiert. Aus verschiedenen Rechtsvorschriften sowie aus Rechtsprechung und Literatur ergibt sich eine Reihe von Merkmalen, die eine Stiftung kennzeichnen. Ah ja. Der Inhalt dieser Merkmale, also von Stiftungsvermögen, Stiftungszweck und Stiftungsorganisation, wird im Einzelfall ausschließlich vom Stifter oder der Stifterin bestimmt. Wer wie Sie eine Stiftung ins Leben rufen will, der muss demnach zuerst seine eigenen Absichten, also den Stifterwillen, klar umrissen in einer Urkunde festlegen, die dann Grundlage der Stiftung werden soll. Interessant. Das wäre das Erste, um das wir uns kümmern müssten. Aber vorab muss ich noch ein paar Bemerkungen zu den steuerlichen Implikationen machen. Ja, wir bitten darum. Nicht wahr? Ja, mit dem größten Vergnügen. Gut. Ich kann ja verstehen, dass du Oliver nicht sonderlich leiden kannst. Aber sieh das doch mal so. Der Typ sitzt wahrscheinlich irgendwo in Südamerika. Da kann es dir doch egal sein, was er macht. Ja, dein Vater hat er ja auch nicht umgebracht. Es war Körperverletzung mit Todesfolge. Na und? Das Ergebnis ist das gleiche. Ist es nicht. Ein Mord plant man heimtückisch. Aber ausrasten kann jeder mal. Ach, du findest es also auch noch in Ordnung, was er gemacht hat? Finde ich nicht und das weißt du. Ich wehre mich nur dagegen, dass man so tut, als wäre Oliver ein Mörder. Ach ja, der Ärmste, das hat er auch wirklich nicht verdient. Hat er auch nicht. Es könnte auch sein, dass er bereut, dass er sich geändert hat. Klar. Er bereut so sehr, dass er das Gefängnis in Brand steckt und aus der Krankenstation geflüchtet ist und dass er eine Straftat nach der anderen begeht. Ich will damit nur sagen, dass man ihn nicht schlimmer machen soll, als er ist. So wie er ist er schlimm genug. Mein Gott, jetzt aber gut. Was ist denn mit euch beiden? Er ist in Südamerika. Ja, da kann er meinetwegen auch gern verrecken. Sie ist gerade nicht so gut drauf. Sie hat heute erfahren, dass sie Paul eine Stelle in Münster angeboten haben. Ach so. Trotzdem, ein bisschen hart war es schon. Sie kann Oliver nun mal nicht leiden. Und das kann man ihr auch nicht verdenken. Danke, Christiane.
bist so schweigsam. Tut mir leid. Ich muss gerade an Hansen denken. Ein sehr kompetenter Mann. So kompetent wie eine Unibibliothek. Und genauso interessant. Wieso? Also ich fand das alles sehr aufschlussreich. Dann hast du ihn verstanden? Immerhin weiß ich jetzt, was ein Stiftungsgeschäft ist. Jedenfalls so ungefähr. Ich weiß nicht mal mehr das. Nicht mal ungefähr. Ich kann mich nur noch an diese Stimme erinnern, die unaufhörlich redet und redet und redet. Ja, dem Guten fehlt leider die Fähigkeit, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Er hat so lange über die Stiftung geredet, dass wir überhaupt nicht zur Verwaltung meines Vermögens gekommen sind. Stimmt. Wahrscheinlich hat er davon keine Ahnung. Also, mir wurde er als guter Jurist empfohlen. Naja, das ist er wahrscheinlich auch. Aber er sollte sich so ausdrücken können, dass auch ich ihn verstehe. Ich bin nämlich kein Jurist. Ja, wenn du nicht glücklich mit ihm bist, dann müssen wir uns noch mal auf die Suche machen. Und wie lange soll das dauern? Ich möchte endlich richtig mit der Arbeit loslegen können. Warte mal, vielleicht müssen wir gar nicht so lange suchen. Es gibt da noch einen Anwalt, den hat mir eine gute Freundin empfohlen. Ah ja? Ich gebe dir nachher seine Adresse und du kannst dir morgen selbst ein Bild von ihm machen. Es wäre doch gelacht, wenn wir auf dieser Welt keinen Anwalt finden würden, der nicht für unsere Zwecke geeignet ist. Wartest du auf jemanden? Was? Ob du auf jemanden wartest. Du guckst die ganze Zeit zur Tür. Ach ja. Oh, Scheiße. Ach komm, vergiss es, macht nichts. Ach, es tut mir leid. Susanne, was ist eigentlich mit dir los? Geht's dir nicht gut? Doch, doch, alles okay. Sicher? Ja, ganz sicher. Also du meinst wirklich, ich sollte mit nach Münster gehen? Klar. So ein Schulwechsel ist doch überhaupt kein Problem für dich. Ja, aber so kurz vorm Abi. Ich habe einfach Angst, dass ich meine Zensuren versaue. Ach, schlimmstenfalls ändert sich die 3. Stelle hinterm Komma. Na und? Was soll's? Und das sagst ausgerechnet du? Ja. Schließlich weiß ich ganz gut, wohin so eine Wochenendbeziehung führt. Na klar, wenn du dich gut benimmst. Der Typ gefällt dir wohl, hm? Welcher Typ? Na, der da hinten, der gerade an dir vorbeigelaufen ist. Den habe ich doch gar nicht gesehen. So? Also dafür hast du aber ziemlich lange hingeguckt. So ein Quatsch. Na gut, dann habe ich mich eben getäuscht. Komm, lass mal, ich mach das hier. Nimm du derweil bei dem netten jungen Herrn die Bestellung. Ich? Susanne, wer denn sonst? Na, geh schon. Was willst du hier? Ein Pilz, wenn es keine Umstände macht. Oliver, hör mit den Späßen auf. Na gut, ein Alt. Du musst hier verschwinden. Aber ich hab Durst. Ja, dann geh in eine andere Kneipe. Bitte, Susanne. Nur ein Alt. Okay, aber danach bist du weg. Na? Hat's dir nicht geschmeckt? Doch. Es ist nur... Na, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn ich nach Münster ziehen würde. Ganz ohne euch. Ich käme mir verdammt einsam vor. Da ist was dran. Du wirst es überleben. Und eine eigene Bude ist auch nicht schlecht. Klar. Ich habe einfach nur ein bisschen Angst. Was mache ich denn zum Beispiel, wenn Paul nicht so viel Zeit für mich hat? Hier habe ich immer jemanden zum Reden. Arno, Ela, Susanne. Ich würde euch ganz schön vermissen. Wir dich auch. Ich mag es mir überhaupt nicht vorstellen. Aber noch ist ja nichts entschieden. Und wenn es nach mir geht, bleibst du so lange, wie du willst. Das heißt, an deinem 30. Geburtstag solltest du dein Zimmer schon räumen. Aber bis dahin halte ich's aus mit dir.
Glamouröser Auftakt für die Benedikt von Anstetten Stiftung. Diese Show war eine Wohltat. Na ja, mit Musik geht alles besser. Millionen für benachteiligte Kinder. Aha, aha. Na ja, da hat sie es ja geschafft. Nun nimmt ja alle Welt die Wohltäterin ab. Steht da irgendwas über die Stiftung drin? Nee, nur dass Rajan der Vorsitzende ist. Was heißt eigentlich Vorsitzender? Ich meine, was für Befugnisse und Aufgaben hat der? Ich weiß es nicht. Mit Stiftungen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich hoffe, dass Rajan was davon versteht. Wohl kaum. Er müsste sich mal richtig juristisch beraten lassen. Ich habe ihm ja mehrfach angeboten, mit mir zur Echternach zu gehen, aber ich kann ihn nicht zwingen. Ui. Ciao. Ciao. Wir machen jetzt zu. Schon? Schon ist gut, es ist gleich 1. Eigentlich wolltest du nach dem ersten Bier gehen. Du wolltest das. Ich habe dazu nichts gesagt. Einmal muss Schluss sein. Es reicht, komm jetzt bitte. Was macht's denn? 3 Bier, ein Wasser, ein Kaffee, 15,50 Mark. Hier, stimmt so. Danke. Wenn du jetzt bitte gehen würdest, ich muss abschließen. Gleich. Oliver, ich habe keine Zeit für lange Diskussionen. Wer sagt denn, dass ich mit dir diskutieren will? Ich will dir bloß was geben. Bitte. Was ist das? Lass dich überraschen. Gute Nacht. Dieser Mann war einfach klasse. Ach ja? Also erstmal ist er ein total lockerer Typ. Weißt du, nicht so ein Angeber. Und unkompliziert. Seine Sekretärin war wohl gerade krank. Der machte uns einfach selbst Kaffee. Das fand ich total sympathisch. Wie sah seine Kanzlei aus? Sehr bescheiden. Er sagt, er legt keinen Wert auf ein protziges Büro. Er gibt sein Geld lieber für wesentliche Dinge aus. Ah. Und was ist für ihn wesentlich? Rate. Hat er irgendein Hobby? Vielleicht Reitpferde, die Jagd, Golf? Weder noch. Stell dir vor, er spendet sein Geld für wohltätige Zwecke. Nein. Doch. Er sagt, er hätte selber im Leben so viel Glück gehabt, dass er darum das Glück mit anderen teilen will. Na, da habt ihr ja schon die erste Gemeinsamkeit. Genau. Außerdem sagt er, wäre ihm das dankbare Lächeln auf dem Gesicht von einem kleinen Mädchen mehr wert als irgend so ein dummer Smalltalk mit einer aufgetakelten Millionärsgattin. Oh mein Gott, wie rührend. Ist er denn auch kompetent? Na klar. Du, der hat mir das mit der Stiftung in 1 Minute erklärt. Nicht so wie der Hansen. Und mit der Vermögensverwaltung, sagt er, das würde er auch gerne übernehmen. Weißt du warum? Er sagt, er ist beeindruckt, dass ein so junger Mensch wie ich schon so viel Verantwortungsgefühl im Umgang mit seinem Vermögen beweist. Na, das ist ja auch ungewöhnlich. Mit meiner Heimat kennt er sich übrigens auch sehr gut aus. Er beschäftigt sich hobbymäßig mit der indischen Geschichte. Über seinem Schreibtisch hängt ein Bild von Mahatma Gandhi. Stell dir das vor. Das kann kein Zufall sein. Dann siehst du also eine Chance, dass wir mit ihm zusammenkommen. Ich wüsste keinen, der besser geeignet ist. Ich habe ihn auch übrigens schon eingeladen, heute Nachmittag, damit wir mal endlich Nägel mit Köpfen machen können. Na wunderbar. Je früher wir diese Dinge regeln, desto schneller können wir uns wieder den Armen und Benachteiligten widmen. Danke. Anna, ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde die Stelle annehmen. Mhm. Und was wird da mit uns? Komm doch mit nach Münster. Ich denke, es ist besser, wenn ich erstmal hier die Schule zu Ende mache. Sehen wir uns halt am Wochenende. Und in den Ferien. Und wenn ich dann mein Abi habe, dann kann ich ja für immer zu dir kommen. Vielleicht kannst du sogar in Münster studieren. Da gibt's auch eine Uni. Bis dahin sind es ja auch nur 2 Jahre. 2 Jahre. Naja, und wenn wir es gar nicht aushalten, dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. Vielleicht kannst du mal eine Woche bei mir pennen. Oder du bei mir. Es gibt ja sicher einen Frühzug nach Münster. Eben.
Ist alles eine Frage der Organisation. Aber noch bin ich ja hier. Wenigstens ein paar Tage. Und die machen wir uns so richtig schön, ja? Liebe Susanne, gefällt dir die Musik, die ich dir aufgenommen habe? Die haben wir früher immer gehört. Weißt du noch? Ich habe die Kassette im Knast 1000-mal gespielt. Dann habe ich an dich gedacht und mir vorgestellt, wie es ist, wenn ich wieder draußen bin. Ich war natürlich sehr gespannt, wie das ist, dich nach all der Zeit wiederzusehen. Wie soll ich sagen, ich liebe dich mehr als je zuvor. Und nach all dem, was du mit mir durchgemacht hast, da möchte ich einmal im Leben die Chance haben, für dich da zu sein. Susanne, ich kann dich nicht vergessen. Ach, Raja, Hallo. wie geht's? Hallo. Danke, bestens und euch. Oh ja, sehr gut, danke. Wir haben in der Zeitung gelesen, dass eure Gala ein voller Erfolg war. Gratulation. Danke. Ja, wir haben einen Haufen Spenden gesammelt. Einen besseren Start für die Stiftung hätten wir uns nicht vorstellen können. Ach, Rajan, wie ist das nun eigentlich? In der Zeitung habe ich gelesen, dass du jetzt der Vorsitzende bist. Tanja wollte es so, ja. Hm. Und was heißt das praktisch? Bist du nun auch doch für die Finanzen zuständig, oder wie? Ja, aber ich kenne mich doch überhaupt nicht mit sowas aus. Da muss ich mich besser beraten lassen. Ja, das wäre empfehlenswert. Wie gesagt, mein Rechtsanwalt steht dir jederzeit zur Verfügung. Danke, aber ich habe mir selbst einen Anwalt gesucht. Einen sehr, sehr fähigen Mann. Er wird sich mit Leib und Seele für die Stiftung einsetzen. Den Armen zu helfen, ist ihm ein echtes Anliegen. Und warum ist er dann nicht Missionar geworden oder wenigstens Sozialarbeiter? Weil er als Anwalt mehr Geld verdient. Das kann er dann den Bedürftigen zukommen lassen. Mhm. Scheint ja ein echter Glücksgriff gewesen zu sein. Kann man den Herrn auch mal kennenlernen? Ich bin verabredet mit ihm. Er müsste jeden Moment hier sein. Guten Tag. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Darf ich vorstellen? Marc Gebhardt, mein Anwalt und Vermögensberater. Nein.